Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir auf dem Kanal, und zwar ist das der Tassilo. Und ja, Tassilo ist sowas, ja, ich sage das jetzt einfach mal lustigerweise, ein Teilzeitauswanderer, nenne ich das jetzt einfach mal. Aber ich denke, das wird uns mal gleich der Tassilo ein bisschen genauer erklären. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Tassilo, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, damit auch die Leute wissen, wer du überhaupt bist. Ja, natürlich. Ich heiße Tassilo Werkmeister, bin Bergmannsrentner, bin fast 67 Jahre alt. Also 67, okay. Ja. Und komme aus dem Kreis Recklinghausen. Aus dem Kreis Recklinghausen, ja, im Nordrhein-Westfalen. Richtig, in Nordrhein-Westfalen. Für Leute, die das vielleicht nicht genau wissen, wo das ist nicht weit von Dortmund, ist da eigentlich ganz in der Nähe. Ja. Ich komme übrigens aus Dortmund, daher kenne ich die Ecke. Genau. Und ja, daher weiß ich auch ungefähr, von wo der Tassilo kommt. Genau. Ne? Genau. Ja, und wie ich schon gerade erwähnt habe, du bist sowas wie so ein, ich sag mal, Teilzeitauswanderer. Vielleicht kannst du mal erklären. Ja, ich würde das vielleicht nicht als Teilzeitauswanderer sehen, denn ich fühle mich mehr jetzt mit anderthalb Beinen schon hier in Polen, aber es würde noch ein halbes Bein fehlen, um ganz hier zu bleiben. Was früher oder später wahrscheinlich passieren wird. Weil ich habe hier noch in Nordrhein-Westfalen noch einen Wohnsitz, der muss auch noch bewohnt werden. Meine Frau arbeitet als Altenpflegerin oder beziehungsweise Altenbetreuerin und in Deutschland, und daher pendeln wir viel zwischen Deutschland und hier Łódź. Und daher brauche ich jetzt den Wohnsitz in Deutschland, brauche ich noch. Ah, okay, verstehe ich. Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen erläutern, wieso du auch eigentlich in Polen bist? Ja, das ist eigentlich der Verdienst meiner Frau. Wir haben uns seinerzeit mal kennengelernt, und wir sind dann hier zwar für eine kurze Zeit, meistens so für einen Monat nur nach hierhin gefahren, sind dann wieder nach Deutschland, weil sie arbeiten musste. Ich hatte ja, wie gesagt, meinen Wohnsitz da noch gehabt. Und jetzt die letzten 2 Jahre machen wir das eigentlich so, dass wir dem Sommer über ganz hier bleiben. Und in den Wintermonaten mal sehen, je nachdem wie es mit den Stellenanzeigen für meine Frau da ist, pendeln wir wieder hin und her. Und eigentlich kommen wir im Sommer oder im frühen Frühjahr schon nach hierhin und bleiben dann den ganzen Sommer bis im späten Herbst. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das so, dass deine Frau, die kommt hier aus Polen, du aus Deutschland, und ihr seid eine Zeit hier und eine Zeit in Deutschland, und das ist dann auch einfach der Grund, warum du dann auch hier bist. Für mehrere Monate. Ja, richtig. Aha, okay. Sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Nein, das ist alles in Ordnung so. Ja. Warst du denn auch schon mal vorher hier in Polen? Also jetzt das ist jetzt schon, aber weiß ich, 10 oder 12 Jahre her. Interessant. Da war ich auch zweimal hier in Polen gewesen, aber auch nur für eine kurze Zeit, und zwar in der Nähe von Konin. Da war ich zu Besuch gewesen, und da habe ich mich eine Woche lang aufgehalten, bin dann wieder zurück nach Deutschland gefahren. Also daher kannte ich Polen schon so. Und da, wo ich das erste Mal nach hierhin gefahren bin, da war die A2 noch nicht fertig. Da sind wir noch über Landstraße gefahren. Das war eine Höllenfahrt. Ja. Also das kann ich vielleicht hier auch an dieser Stelle nochmal an die Zuschauer sagen. Früher war das wirklich so, wenn man aus Deutschland nach Polen gefahren ist, gerade hier, also jetzt Richtung hier Łódź oder auch nach Warschau, dann war das halt nicht so mit dieser A2, die jetzt voll ausgebaut ist, wo man wirklich innerhalb von ein paar Stunden in Deutschland ist. Man musste dann immer über Landstraßen fahren. Und die Löcher, die waren so ausgefahren von den LKWs, und ach, das war eine Katastrophe. Und dann im Dunkeln fahren durch die Waldgebiete, das war ein Höllentrip. Ja, da hatte ich jetzt auch mal so eine spontane Frage. Da hat sich dann ja eigentlich schon viel geändert. Also wenn du jetzt sagst, du warst das erste Mal vor... so ungefähr 12 Jahre ist das. 12 Jahren und heute, da wird sich mit Sicherheit einiges geändert haben. Ja, auf jeden Fall, ganz kolossal auch.
hier, wenn man hier in Łódź guckt, tagtäglich ändert sich hier irgendetwas. Ja, das stimmt. Ja. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier 2, 3 Monate nicht hier gewesen bin und wir fahren dann wieder gewisse Straßen durch Łódź, dann sage ich schon immer, guck dir das mal an, was haben die denn jetzt schon wieder gemacht? Das verändert sich hier ständig. Ja, das glaube ich. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Weil er... nee, doch. Okay, er nimmt auf, alles klar. Ich dachte, der nimmt jetzt gerade nicht auf, aber der nimmt doch auf. Ja. Deswegen Entschuldigung an die Zuschauer für diesen kleinen, für das kleine Fauxpas. Genau. Hattest du eigentlich auch schon mal vorher den Gedanken gehabt, irgendwie oder sage ich jetzt mal aus Deutschland vielleicht rauszuwandern? Der Gedanke war schon mal da gewesen und zwar war es nicht jetzt hier Polen gewesen, damals war das, ich sag mal, zu der Zeitpunkt war das noch Niemandsland hier. Ja, okay. Das stimmt. Und nein, ich wollte nach Dänemark auswandern. Ah, okay, ja. Dänemark ist ja auch neben Deutschland sofort. Ne? Ja, klar. unter anderem, und da die Familie hat da nicht mitgespielt und dann war das dann erledigt. Okay. Ja, Dänemark ist ja zum Beispiel auch heute eigentlich oder überhaupt die skandinavischen Länder, die sind ja eigentlich heute auch ein, sage ich mal, sehr beliebtes Auswanderungsziel. Ne? Aber ich denke, Polen wird auch immer populärer, auch gerade für Deutsche, die so ein bisschen mehr so vielleicht nicht so zentral wie wir jetzt hier in Łódź sind, vielleicht aber ein bisschen mehr grenznah. Also da habe ich auch schon von dem einen oder anderen gehört, die ziehen dann immer so ein bisschen grenznah. Viele, vor allen Dingen grenznah, viele alte Leute zieht es da nach hier. Ja, das stimmt, werden ganze Siedlungen gebaut für alte Leute aus Deutschland. Ja. Weil in Deutschland ist die Pflege sehr teuer und hier ist sie wesentlich billiger. Das stimmt, ja. Und deshalb zieht viele alte Leute nach hier hin. Viele gehen auch nach Ungarn hin. Genau, Ungarn ist auch so ein Ort. So ein Land. Aber viele gehen hier nach Polen hin. Ja, das stimmt. Wie war das denn? Also wo du dann jetzt hier in Polen warst, hattest du irgendwelche vielleicht oder sag ich mal, hattest du eine Eingewöhnungsphase oder gab es so Sachen, die vielleicht für dich am Anfang vielleicht etwas schwieriger waren, damit umzugehen, damit klarzukommen? Ja, das ist grundsätzlich so, wenn man in ein fremdes Land geht. Mir war ja Polen so, wie es heute ist oder so wie ich es jetzt erlebe, eigentlich ein Fremdwort. Und da braucht man eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Ja, okay. Mehr ist das eigentlich nicht. Und gut, der Verkehr ist hier anders, der Straßenverkehr ist hier etwas anders. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber ansonsten, nein. Mittlerweile ist es eigentlich für mich alltäglich hier. Ja, ne? Ja. Alltäglich, Ja. Ja, das stimmt, aber man braucht manchmal vielleicht wirklich so um das ein oder andere, weil das ist ja ganz normal, das ist auch egal, selbst wenn man jetzt von Deutschland, sage ich mal, nach Österreich gehen würde oder auch nach Holland, also alles, was da jetzt auch da sehr nah ist oder auch Frankreich, ist ja egal. Überall sind immer so kleine Unterschiede, wo man immer so denkt, okay, bei mir, sage ich mal, in der Heimat ist das immer ein bisschen anders. Ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist einfach so, aber das ist eine Gewöhnungssache und wenn man es will und noch eine Unterstützung, meine Frau ist ja dann die Unterstützung, dann geht das eigentlich sehr, sehr schnell. Ja, sie unterstützt sich, denke ich mal, auch. Ja, natürlich, ja klar. Ja. Ist auch, muss ich erwähnen, ist auch eine ganz nette, also ich war hier schon, ich habe mich auch schon mal mit dem Tassilo das ein oder andere Mal privat getroffen und ist eine ganz nette, auch der Tassilo ist ein ganz netter Mal, muss man auch so erwähnen. Ja, mittlerweile ist ja so eine kleine Freundschaft dadurch entstanden. Ja klar, sicher, das stimmt, ist wirklich so. Wie ist das denn, also wo du jetzt hier musstest du auch irgendwelche Sachen erledigen, irgendwelche Amtgänger oder Papierkram, weil so viel ich weiß, bist du auch hier gemeldet. Ich bin hier gemeldet, ja. Ich habe hier meinen Zweitwohnsitz. Dann muss es ja auch diese
sogenannte Peselnummer haben, also diese Personalnummer, die man hier braucht. Ja. Da geht man dann zum Amt hin und ich habe da eine sehr nette Dame, die hat mir den Papierkram aus der Hand genommen und hat gesagt, ich mache ihn schon. Echt? Ja, ja klar. Das hatte keine 20 Minuten gedauert. Dann hatte ich hier meinen Wohnsitz und meine Peselnummer. Ja, und das war's. Ja, genau, ja, das stimmt. Also auch zum Thema Pesselnummer habe ich auch ein Video, was ich euch in der Videobeschreibung verlinken werde. Könnt ihr euch mal anschauen, dann wisst ihr auch, was im Allgemeinen die Pesselnummer ist. Genau. Aber jetzt mal noch so eine andere Frage, weil hier in Polen, also auch hier in Łódź auf der Piotrkowska Straße ist ein deutsches Konsulat, glaube ich. Hast du das über das deutsche Konsulat gemacht? Also, oder, wir sind direkt hier zum Amt gefahren. Aha, okay. Wir haben uns hier online einen Termin geben lassen, sind dann da hingefahren, dann wurde die Terminnummer aufgerufen, sind wir zum Schalter gegangen und das war es dann eigentlich schon gewesen. Ja, da könnt ihr mal schauen. Ich habe länger bei der Bank gebraucht, um ein Konto zu eröffnen, wie mich hier anzumelden. Wirklich? Ja. Echt? Ja. Ja. Leute, da könnt ihr mal wirklich sehen, man hört ja immer sehr viele Sachen auch, gerade in Polen, wenn man beim Amt ist. Manchmal ist das etwas komplizierter. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, wo es relativ fix geht, innerhalb von 20 Minuten alles angemeldet, Pesselnummer, alles. Ich muss sagen, bei mir hat das schon ein bisschen länger gedauert. Ich musste noch ein paar Papiere nachreichen, deswegen war das vielleicht bei mir ein bisschen anders. Ist auch vielleicht bei mir persönlich eine andere Situation. Richtig, genau. Weil es da auch noch um die Staatsbürgerschaft ging und alles und pipapo. Und ja, aber sehen wir auch, dass das auch schnell gehen kann. Ja. Ne? Auch in Polen können die Ämter mal schneller arbeiten, ja, das stimmt, wie in Deutschland. Ja. Also ich finde, ich muss persönlich sagen, die Ämter, die sind hier manchmal schon sehr chaotisch auch. Ne? Also ist jetzt meine persönliche Erfahrung, also in Deutschland ist das auch wahnsinnig chaotisch. Ne? Also manchmal sind da Ämter, da ist das wirklich Katastrophe, aber ich denke, in jedem Amt hat man diese Probleme, ne? Dass da irgendetwas nicht so ganz funktioniert. Nicht ganz rund läuft. Genau, so ist das. Ne? Genau, das stimmt. Nein, das ist alles... Man ist es ja gewöhnt von Deutschland. Warum soll man hier als sozusagen Gast man laut machen oder ungeduldig sein? Das stimmt. Man muss die Zeit eben mitbringen. Genau, ja. Ist auch so ein wichtiger Punkt, so anpassen. Man sollte sich auch einfach anpassen. Ja, weil hier ticken die Uhren etwas anders noch wie in Deutschland. Hier ist alles gemütlicher, etwas ruhiger. Ja, das stimmt. Und ja, das stimmt. Es ist nicht so hektisch auch. Auch hier in dieser großen Stadt oder in Warschau ist nicht so hektisch, ich sag mal, wie Berlin oder Frankfurt, wo alle nur auf der Flucht sind, sozusagen. So schnell laufen die da. Ja, okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Wie ist das eigentlich mit der Krankenversicherung? Weil ich denke, du bist in... Ja, da habe ich noch meine Probleme mit, weil diese europäische also beziehungsweise meine Krankenkasse ist ja die Knappschaft-Krankenkasse. Okay. Und die ist zwar europaweit auch anerkannt, aber hier nicht unbedingt. Bei Hausärzten wird die nicht anerkannt, obwohl die europäische Nummer da drunter steht. Aha, okay. Und in Krankenhäusern wird sie einwandfrei akzeptiert. Aber dann muss ich hier nochmal, aber da muss ich erst wieder für in Deutschland sein, da muss ich mit meiner Krankenkasse nochmal sprechen, dann müssen die sozusagen eine Freigabe nach hier hinschicken, dann kriege ich hier diese hiesige Krankenkarte auch. Aha, okay. Also das heißt, wenn man ins Krankenhaus geht, läuft das, sage ich mal, problemlos ab. Ja. Aber wenn man hier dann... beim Hausarzt oder beim eingesessenen Arzt geht, hat man ein Riesenproblem. Aha, okay. Ja, das ist sehr interessant eigentlich so zu erfahren. Also ich muss selber sagen, ich habe damit keine Erfahrung gemacht, weil ich ja hier arbeite. Ich bin über die polnische ganz normale Krankenkasse versichert. Wo ich noch in Deutschland gemeldet war, bin ich hier nie zum Arzt gegangen. Und daher habe ich auch selber, ich persönlich, keine Erfahrungsberichte. Wenn vielleicht hier mal jemand von den Zuschauern vielleicht auch irgendwelche ähnlichen Erfahrungen gemacht hat mit Krankenkasse Deutschland, Polen, vielleicht kann er auch mal einen Kommentar hinterlassen und vielleicht auch mal seine Meinung dazu geben. Also mich persönlich würde das sehr interessieren, wie das hier eigentlich so alles ganz genau abläuft. Ne? Ja. Ja, du hast ja das ja schon ein bisschen so erwähnt, also du bist Rentner. Ja. Also dann gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass du
von Rente lebst. Ja, richtig. Ja, richtig. Okay, gut, alles klar. Gut, Habe ich mir ja auch verdient. Ja, nein, auf jeden Fall, klar. Also, Nein, Scherz beiseite. Klar, ne? Du hast aber jetzt auch eigentlich auch so sage ich jetzt mal so ein bisschen so den direkten Vergleich. Du lebst ja hier ein bisschen in Deutschland. Ja. Wo lebt es sich mit der Rente besser? Hier. Ja, okay, das war eine ganz klare Antwort. Hast du vielleicht auch Beispiele, wo du das auch wirklich spürst? Also ja, alleine schon, wenn ich zur Tankstelle fahre, da spüre ich es schon ganz kräftig. Ah, okay, ja, das stimmt, okay. Ne? Ja. Und gut, der Einkaufen ist mittlerweile auch hier ein bisschen teurer geworden durch diese Inflation, und, aber ist immer noch sehr günstig im Gegensatz zu Deutschland. Ja, das ist auch immer ganz wichtig, man muss immer sagen, im Gegensatz zu Deutschland. Ne? Ja. Weil zum Beispiel hier, wie du auch schon gerade erwähnt hast, die Preise steigen hier auch an. Ja. Also ich kann mich hier auch noch an die Butterpreise hier erinnern, wo ich hier nach Polen ausgewandert bin und wie die jetzt sind. Also die haben sich fast verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Ja. Aber wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel aus Deutschland spreche, die sagen mir, ja, in Deutschland ist die Butter aber auch fast doppelt so teuer geworden. Ne? Wenn ich dann höre, dass sie da, ich weiß nicht, 3 Euro oder irgendwie so für eine Packung Butter zahlen. Zu meiner Zeit, wo ich noch in Deutschland war, da war das 1,50 Euro so ungefähr. Ne? Also da merkt man das schon. Also würdest du jetzt sagen, dass so diese, sage ich mal, der Lebensunterhalt einfach ein bisschen günstiger ist? Nahrungsmittel sind hier günstiger und Tanken ist hier noch. Und ich sag mal, vor allen Dingen kann man auch auf den Wochenmärkten auch sehr viele Sachen sehr günstig einkaufen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Habe ich auch letztens mal ein Video dazu gemacht. Könnt ihr euch auch mal gerne anschauen. Packe ich euch nachher in die Videobeschreibung. Da zeige ich ein paar von meinen Einkäufen und was ich so fürs Kilo bezahlt habe. Ja, das ist schon sehr günstig in das dem stimmt. Sinn. Ja. Mal so eine andere Frage. Gehst du hier gerne in die Restaurants? Ja, doch, gehe ich auch ganz gerne. Und hier sind so ein paar schöne, hier ist ein schöner Mexikaner, ein schöner Asiate hier. Auch hier so ein Nudelrestaurant ist hier gleich hier oben auf der Ecke. Ja. Wunderbares Essen kriegt man da, sehr üppig auch und bezahlbar. Eben, genau, bezahlbar. Also ich persönlich, ich kann sagen, dass hier die Restaurantpreise, die sind wahnsinnig günstig. Also ich würde jetzt sogar sagen, auch für polnische Verhältnisse sind die sehr günstig. Ne? Also hier kriegt man wirklich ein ganzes Mittagessen mit Getränk. Ich weiß nicht, ich sage jetzt mal ganz grob, aber für 10 Euro umgerechnet könnte man das hier kriegen. Ne? Und ich finde, das ist sehr günstig, auch für polnische Verhältnisse würde ich das jetzt mal so angemessen nennen. Auf jeden Fall. Letztens waren wir noch beim Asiate essen gewesen. Da haben wir beide ein sehr gutes Gericht, war auch auf der Karte sehr teuer, im Zlotys jetzt gesehen. Und 2 Getränke jeder dabei gehabt, und da haben wir gerade mal eben, weiß ich nicht, 180 Zloty bezahlt. Und wenn man das jetzt ganz grob durchrechnet, 4,5. Ja, genau. Dann ist das schon, und wir sind beide pappesatt gewesen. Ja, das stimmt. Also das kann ich wirklich bestätigen, dass hier die Restaurantpreise, die sind hier wirklich sehr gut. Also ich gehe hier auch sehr gerne ins Restaurant. Vor allem ist auch das Essen hier sehr gut, das muss man auch sagen. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt, so wie jetzt, in den Sommermonaten, oder nicht jetzt, aber in den Sommermonaten, dann sind diese Terrassen alle da, die sind alle immer voll. Die Terrassen, auch die Einheimischen, die gehen hier so gerne essen. Ich bin immer im Sommer gerne auf der Piotrkowska Straße. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Sehr schön, dann hat man immer so die Terrassen immer schön beschmückt mit Blumen und also ich finde das hier echt wahr. Also wirklich sehr schön. Wenn schönes Wetter ist, so 25 Grad, auch nicht zu heiß, so ein angenehmes. Ja, weil dann ist ja so kesselig da. Aber wirklich, also ich gehe hier sehr gerne essen. Das ist auch hier wirklich. Ja. Hast du hier eigentlich auch schon irgendwelche Freunde gefunden oder Bekannte? Oder? Ja, sicher, selbstverständlich auch. Ich habe einen Elektriker, der hier im Zoo arbeitet, ist gut befreundet mit seiner Frau auch hier. Ja. Und meine Frau und seine Frau, die haben zusammen studiert, Lehramt studiert, und
Ja, wir sind jetzt mittlerweile so gut befreundet, wir laden uns gegenseitig mal ein. Auch schön. Ja, und dann hier noch so ein Postbote hier, der auch hier, der ist auch fast so in meinem Alter, der geht jetzt auch nächstes Jahr in Rente. Ja, ja. Und mit dem habe ich ein sehr enges Verhältnis, weil er auch angelt und er hat ein schönes Wochenendhaus direkt an der Weichsel, da waren wir auch schon ein paar Mal gewesen. Ich glaube, ja, da hast du mir, glaube ich, letztes Mal von erzählt. Ne? Da warst du vor 2 Monaten ungefähr. Ja, ungefähr vor 2 Monaten. Hast du mir erzählt, genau, das stimmt. Und, schön. Ja, das ist... Ja. Und wie kommuniziert ihr miteinander? Ach ja, mal geht so ein bisschen, ich kriege ja nur so ein bisschen Polnisch auf der Kette, weil so gut kenne ich das auch noch nicht. Und dann geht es mit Polnisch, mit ein bisschen Englisch, mit ein bisschen Deutsch, ein bisschen Zeichensprache. Hände und Füße, alles ein bisschen. Funktioniert. Ja. Und wenn man dann, sage ich mal, noch 2 Wodka getrunken hat, dann funktioniert das ganz einwandfrei. Dann kann man in jeder Sprache sprechen. Ne? Ja, das stimmt, okay. Ja, das stimmt. Ja, wenn da, okay. Ja. Was sagen die denn eigentlich dazu, dass du so auf Teilzeit oder... Ja, die meisten sagen dann immer, warum bleibst du nicht ganz hier? Mhm. Nur wenn man denen das dann erklärt, so wie ich das jetzt gerade erklärt habe, dann ist Verständnis dafür da. Mhm, ja klar, sicher. Aber ansonsten sagen die, warum bleibst du nicht ganz hier? Mhm. Ja, okay. Ja. Welche Vorteile im Allgemeinen siehst du hier eigentlich in Polen? Gibt es hier irgendwelche Vorteile, wo du sagst, ja, das passt? Ja, erstmal ist, sage ich mal, der Müßiggang hier ein bisschen für mich. Mhm. Dann, wie gesagt, auch die Preise. Warum? Und ich habe hier alles. Ich habe hier ein schönes Grundstück, was ich bearbeiten kann und was ich pflegen kann. Ja. Ich brauche nicht mehr. Ja, nö, klar. Warum nicht? Darf man dich auch fragen, oder darf ich dich fragen, wie sieht eigentlich so dein Alltag aus? Hm? Ach, mein Alltag, ja. Meistens habe ich, gerade in den Sommermonaten, habe ich viel Gartenarbeit zu machen. Ja. Und dann hier im Haus ist auch noch einiges im Argen, was auch noch repariert werden muss. Ja. Also ich habe hier immer zu tun. Ja, also deinen Garten habe ich hier schon gesehen. Ja. Ich kann auch noch sagen, der Tassilo, der hat selber Tomaten hier gepflanzt und 10 Kilo noch andere Sachen. Er hat mir auch ein paar damals abgegeben. Sehr gute Tomaten, wirklich. Also ja, da sieht man, da machst du gute Arbeit, muss man mal so sagen. Ja, ja klar. Jetzt, so wie jetzt um diese Zeit, weil jetzt steht ja auch schon bald wieder an, dass wir nach Deutschland eventuell zurückfahren, wissen wir aber auch noch nicht 100%. Dann muss ich hier alles winterfest machen, das ist auch genug Arbeit. Ja, okay, das stimmt. Ja. Ja. Wenn ihr fahrt, bleibt ihr dann lange in Deutschland, oder? Ich wollte nicht politisch werden, aber ich muss sagen, wenn er so weiterläuft, bin ich schneller wieder hier, wie ich jetzt hier nach Deutschland fahre. Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst und was du sagen willst. Ich denke, das Thema müssen wir nicht weiter vertiefen. Ich denke, jeder, auch der Zuschauer, wird mit großer Sicherheit wissen, in was für eine Richtung das uns gehen wird. Ja. 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 Gibt es auch hier in Polen Sachen, die du neu kennengelernt hast, vielleicht? Ja, die Essenskultur. Ah, ja, okay. Die ist ganz anders wie in Deutschland. Ja. Okay. Hast du vielleicht auch so ein Beispiel, was du da nennen kannst? Ja, es wird hier sehr fetthaltig, sehr knoblauchhaltig gekocht und gegessen auch. Wenn man irgendwo zu Gast ist, dann wird der Tisch nie leer. Da wird immer wieder neu oder irgendwas anderes draufgepackt, sodass man immer am Essen bleibt, ja, das stimmt. Auch wenn man kurz vorm Platzen ist. Das stimmt. Ich sage da immer gerne, manchmal ist es, kennen Sie bestimmt das Sprichwort, zu viel des Guten. Ja, ja. Manchmal ist das wirklich so. Ja, das kann ich auch
bestätigen. Ja. Nee, sonst ist ja alles gut. Also das ist hier das, was mich so... Und die Wurst schmeckt nicht so besonders für deutschen Gaumen. Ja, okay. Ich muss sagen, zum Beispiel, wir hatten auch schon mal letztens privat das Thema gehabt, hier in Polen gibt es nicht so diese Bratwurst. Also so eine Mettwurst gibt es genau, also man findet hier nicht so eine, also ich weiß nicht, vielleicht in den Touristengebieten oder sowas. Schöne Grillwurst kriegt man hier auch nicht. Nee, das kriegt man hier irgendwie wirklich nicht. Ne? Also die haben andere Wurst, die eigentlich auch gut schmeckt, kann man sagen, aber das ist richtig, die schmeckt auch wohl. Nur, die ist ja immer alle so in ganz fürchterliche harte Pelle verpackt. Und das kennen wir in Deutschland überhaupt nicht. Ja. Deshalb, ich habe schon gesagt, jetzt nächstes Jahr, wenn wir wieder nach hier zurückkommen oder je nachdem, dann werde ich deutsche Seitlinge besorgen und dann werde ich hier Wurst und Mettwurst hier auch selber machen. Ach, warum nicht? Ne? Ja. Genau. Du räucherst auch selber, ne? Ja, klar, also muss ich sagen, der Tassilo, der hat mir schon mal das ein oder andere hier gezeigt. Der räuchert selber Schinken, glaube ich. Schinken, Fische, alles räuchere ich hier. Ja. Ist das so ein kleines Hobby von dir, kann man das so sagen? Och, na, ich hatte es früher schon mal des Öfteren gemacht und hier ist wegen dem Grundstück und ich sag mal auch den Preisen gegenüber hier, auch diese Fleischpreise sind sehr hoch geworden mittlerweile. Wenn ihr jetzt so ein Kilo geräucherte Schinken kostet ungefähr 50 Zloty. Okay. So, aber für 50 Zloty mache ich 3 Schinken hier. Aha, okay. Die räuchern. Okay, verstehe ich, okay. Ja. No? Ja klar, sicher, okay. Und wenn du hier bist, gibt es denn auch Sachen zum Beispiel, die du jetzt vermisst aus Deutschland? Gibt es da vielleicht so das eine oder andere? Ja, na klar, eine vernünftige Currywurst. Ja, okay. Wenn wir schon, hatten wir gerade das Thema. Okay. Ja, nein, ja, sowas gibt es ja hier auch überhaupt nicht. Oder einen richtig schönen, leckeren türkischen Döner gibt es hier auch nicht. Also man muss sagen, hier gibt es Kebabbuden, Dönerbuden, aber Menge. Ich denke mal wirklich also ich habe hier noch nie Döner gegessen oder irgendwie sowas, aber ich kann mir vorstellen, dass es von der Qualität hier nicht so gut ist. Und ich muss auch sagen, ich hatte hier einmal, wo ich geheiratet habe, einen Kollegen hier in Polen und der hat hier in der Dönerbude sich Döner geholt. Und der hatte danach Bauchschmerzen gehabt. Also wie gesagt, ich habe hier noch nie Döner gegessen. Vielleicht gibt es hier jemanden, der Zuschauer, der schon mal Döner in Polen gegessen hat und der das vielleicht irgendwie bestätigen kann, ob das gut oder nicht gut ist. Ne? Aber den ich gegessen habe, der war nicht gut. Okay, da haben wir schon mal 2, die das bestätigt haben. Nein, das ist wirklich so. Ja, die eine Frage hatten wir ja schon mal so leicht beantwortet, aber eben so... kannst du dir vorstellen, hier auch für immer hier zu leben? Ja. Ja, ne? Kannst du dir vorstellen? Ja. Es ist ja zwangsläufig. Wie gesagt, in ein paar Tagen werde ich 67. Ich habe von Łódź bis mein Heimatort ungefähr 1000 Kilometer zu fahren. Irgendwann mal ist damit Schluss mit dieser vielen Fahrerei. Ja. So, und warum soll ich nicht hier bleiben? Ich habe hier alles. Ja, dann merkt man auch, dir geht's hier gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, sicher. Schön. Ja, viele nette Leute kennengelernt, so wie zum Beispiel dich über das Internet. Ja, genau. Also, wir hätten uns ja sonst eigentlich gar nicht kennengelernt. Ne? Nee. Ja, super. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Nein, das ist halt so. Ja, ich fühle mich hier wohl. Ja, das freut mich zu hören. Ja. Ich fühle mich ja auch sehr wohl. Ja, glaube ich dir auch. Genau. Wir kommen auch schon eigentlich fast zum Ende. Gibt es vielleicht noch irgendetwas, was du vielleicht den Zuschauern zum Schluss sagen möchtest? Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. In Deutschland existiert immer noch dieses, Polen oder die Bevölkerung ist nicht so ganz ehrlich, was nicht stimmt, das ist wohl so. Und alle, die so ein Dummzeug quasseln, die müssen erstmal sich ins Auto setzen, hier in Polen Urlaub machen, sich mit den Leuten unterhalten. Mit den Leuten kann man sich sehr gut unterhalten.
No? Und sollen hier mal Urlaub machen. Es gibt hier so viel schöne Ecken, von der Ostsee angefangen bis hier oben in die Karpaten rein. Ja. Man hat alles hier. Seen, Berge, Wälder ohne Ende. Ja, das stimmt. Und die Gastronomie ist günstig, hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Die Hotels sind auch nicht überteuert und sehr gut ausgestattet. Allen denen kann ich nur raten, setzt euch ins Auto und fahrt mal hier für 14 Tage mal hier runter und geht auf die Leute zu. Mehr brauche ich dann eigentlich nicht zu sagen. Ja. Da habe ich alles auf den Punkt getroffen irgendwo. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Ja, das meine ich auch. Ne? Ja, ja gut, dann... auch die Großstädte, die haben auch alle einen Flair und einen Reiz. Wenn ich jetzt hier Warschau, Altstadt sehe... wunderschön hier, dort, ja, echt wunderschön. Ja. Hier in Łódź, die ganzen Einkaufszentren, alle wunderbar und sauber und alles, auch die Parkplätze sauber. Und nicht so versiffelt wie in Deutschland. Ich hab auch wirklich manchmal das Gefühl, also wenn ich so Sachen aus dem Internet lese, dass wirklich manche Leute ein komplett schlechtes Bild von Polen haben oder vielleicht auch eine komplett andere Vorstellung von Polen. Dass ich meine, klar, man muss sagen, Polen war vor circa 30 Jahren oder bis mehr wie 30 Jahren wirklich noch im Kommunismus. Da war es hier auch anders. Brauchen wir auch gar nicht irgendwie schönreden oder irgendwie. Davor war der Sozialismus da gewesen. Genau. Und dann war Polen 100 Jahre vogelfrei. Im Prinzip, sage ich mal. Und wenn man sich das heute anguckt, was der Pole selber hier aus Städte gemacht hat, da können manche Leute, Deutsche träumen von. Und es ist wirklich so, dass es hier sogar manche Städte gibt, die sind sogar hochmodern. Ne? Also die sind wirklich sehr schön hochmodern, so wie du sagst, sauber. Ne? Und ich glaube, viele Leute, die wissen das vielleicht gar nicht, weil die hier vielleicht nicht waren, die haben vielleicht irgendwann mal was gelesen, irgendwo gehört. Ja, das ist so irgendwie wie vor 50 Jahren. Genau. Und man muss selber sehen und schauen, wie das hier ist. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich empfinde das für gut hier. Ja, also auch hier in den Städten, die Hotels sind alle tipptopp und sauber und klasse ausgestattet. Ja. Ja, das stimmt, kann ich dir wirklich zustimmen. Ich meine, das hat ja auch seinen Grund, warum so viel auch gerade deutsche Touristen nach Polen kommen, warum auch immer mehr, und da gibt es auch Statistiken dafür, immer mehr Deutsche nach Polen auswandern. Ne? Also ich meine, das wird ja seine Gründe haben, die machen das ja nicht, weil es hier so schlecht ist. Vor 2 Jahren waren da, glaube ich, 100.000, die hier nach Polen ausgewandert sind von Deutschland. Ist möglich, also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Tendenz nach oben geht und es wird immer von Jahr zu Jahr immer mehr. Ne? Vor allen Dingen ist ja so, die jungen Leute, die ganz jungen Leute, die kriegen ja jetzt schon Deutsch in der Schule beigebracht. Ja, also das ist ja schon, so wie neben Englisch ist das ja auch schon wieder ein Hauptfach. Und die lernen ja schon Deutsch, mit denen kann man sich vernünftig und ich war letztens bei Castorama, da war auch so ein junger Bursche, ich wusste nicht, wo ich das jetzt finde. Und dann habe ich versucht, auf Englisch, habe ich ihn dann... Und Deutscher? Ach, dann können wir auch Deutsch sprechen. Ach, ja, schau an, siehst du? Ja, dann ging das also, ne? Ja, gut. Aber so quetsche ich mich dann auch meistens bei den Baumärkten oder sonst irgendwas, wenn ich da alleine bin, dann quetsche ich mich da so mit Englisch und ein bisschen Deutsch und mit einer Fotografie, weil ich mir dann eben aus dem Internet suche, quetsche ich mich da durch und ich kriege immer alles. Ja klar, also Kommunikation läuft, ne? Ja, sicher, klar. Ja gut, okay. Ja, jetzt ist dein Schlusswort sehr, sehr lang geworden. Ja, leider. Nein, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ich meine, deswegen sind wir auch hier. Ne? Ja, genau. Ja gut, Tassilo, ich danke dir auf jeden Fall für das nette Gespräch. Danke, ich auch. Ich denke, für die Zuschauer wird das sehr interessant. Ja? Gut. Vielleicht werden wir in Zukunft vielleicht nochmal eine Unterhaltung führen, in vielleicht 2, 3, 4 Jahren. Dann hast du vielleicht noch mehr Erfahrung. Und dann können wir vielleicht nochmal über die ganze Sache sprechen. Ganz genau. Und dann schauen wir einfach mal. Und wir haben ja Gastfreundschaft. Und das ist für dich und deine Familie. Oh mein, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also ich bin da jetzt
Dankeschön. Also, ne, also ich bin jetzt wirklich ein bisschen überrascht. Ja, siehst du. Vielen lieben Dank. Also das war jetzt irgendwie nicht geplant oder sonst irgendetwas. Das kam jetzt wirklich sehr, sehr spontan. Winogronowy Sok Domowy, selbstgemacht, also hausgemachter Traubensaft. Richtig. Genau. Tassilo, wie schon gerade erwähnt, pflanzt Tomaten, auch unter anderem Trauben. Er hat mir auch letztens welche mitgegeben. Muss ich sagen, sehr gut, sehr süß, sehr lecker, wirklich. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Alles gut. Vielen Dank, dass du Gast auf meinem Kanal warst. Danke. Und ja, den Zuschauern danke ich auch, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch ein Like da lassen und den Kanal auch abonnieren. Dann werde ich auch in Zukunft weitere solche Videos, also Videos dieser Art produzieren. Ja, und in diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.